herzliches Willkommen zurück hier in diesem Horror von Alan Wake. Ganz kurz vorneweg, mal eben hier. So, machen wir es mal wie auch im Hauptspiel. Ich glaube, das müsste ungefähr hinhauen. Ja, willkommen zurück. Hier in einem kleinen DLC American Nightmare genannt. Ehrlich gesagt, gut, der Name verrät schon irgendwas in Amerika auf jeden Fall. Wir spielen auf jeden Fall den gleichen wieder. Das ist klar, natürlich, es sollte nach den Vorfällen sein, aber wie gesagt, ich habe mich da eigentlich so gut wie gar nicht informiert. Ich habe es durch Zufall erfahren, weil ich natürlich neugierig war, ob es denn eine Fortsetzung in Planung ist, also Alan Wake 2 und naja, es wird zwar viel im Internet hin und her geschoben, debattiert etc., aber sieht momentan nicht ganz so rosig aus, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber als ich dann über so eine Demo gestoßen bin, so von wegen Alan Wake 2 Präsentationsdemo, da kam dann dieser Satz von wegen auch diese Szene wurde verwendet in American Nightmare. Da dachte ich mir, was ist American Nightmare? Und ja, einmal in Steam eingegeben und schwupps war ich hier. Ihr seht auch, es gibt ein Arcade-Action. Ob wir das uns angucken, weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz hier rein. Ich hab's jetzt zum ersten Mal gestartet, deswegen nicht, dass hier irgendwas... Ah ja, So, ich hoffe, das Spiel muss jetzt nicht neu gestartet werden. So wie ich das kenne. Okay, passt. Schön. Untertitel sind ein, denn wir haben hier das Spiel. Es ist zwar hier alles auf Deutsch, aber da müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen. Die Synchro ist Englisch. Die wurde nicht vertont, aber ich denke, das ist das kleinere Übel. Und ich würde sagen, nachdem wir knapp dem Horror im letzten Teil entkommen sind, ja, ich bin gespannt, wie der Übergang ist, inwiefern das hier mit dem anderen zu tun hat. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir wissen nur, das Spiel hat aufgehört. Wir haben unsere Frau gesehen, die aus dem See rausgekrochen ist. Und sie war allein. Das war's. Jetzt in Amerika. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Mit neuer Story beginnen, jawohl. Wir lassen normal. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs.
Das fängt ja schon mal gut an. Okay, ja gut, klar, die Steuerung kennen wir ja noch natürlich vom alten Teil. Und schon mal cool, die kleinen Anspielungen. Barry hat es wohl tatsächlich, hat er ja damals gesagt, wenn er das alles überlebt, dann packt er sich die 2 alten und vermarktet die neu. Und ihr habt den Bus gesehen, die Old Gods, und auch er hatte diesen Ausweis. Also hat er das wohl tatsächlich umgesetzt, seine Idee. Und jetzt, ja, die bekannte Serie Night Falls. Da sind wir nun drin. Eieieiei. Okay, zum Glück haben wir hier gleich eine Taschenlampe. Ich hoffe, an der Steuerung ist noch alles gleich, aber bisher passt das alles. Okay, und Mr. Scratch, ja, den haben wir auch nur ganz, ganz kurz gesehen. Da waren wir kurz ein bisschen verwirrt, so, hä, wie, was? Mr. Scratch, okay. Er ist jetzt an der Stelle, wo wir eigentlich sind, bei unseren Freunden als Doppelgänger, okay. Tja, jetzt mal gucken. Er entpuppt sich wohl als böser Doppelgänger. Ich frage mich gerade, ob das die Hütte ist, die wir schon kannten. Ja, das wissen wir. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Weil diese 2 Fenster hier, es sieht so aus, aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber gut, klar, das kennen wir. Ich hält sie jetzt mit beiden Händen. 3 Striche an Leben. Das hat sich ein bisschen oben geändert. Oben links sieht man ja, wir haben jetzt Balken. Das geht jetzt nicht mehr um diesen Radar drumrum. Oder Kompass. Die Schusswaffe nehmen. Oh, liebend, liebend gern. Ah, Munition unten rechts jetzt. Und der erste Gegner schon. Aha, einer mit Knüppel. Und hier, den macht das nichts mehr aus, wenn man sie so anleuchtet. Okay, im 3 Schuss gleich zu Anfang. Ja, guck, normalerweise können wir sie so anleuchten, dann passiert auch schon was, aber das funktioniert hier wohl nicht. Und der sieht aus wie einer von den Old Gods. Ah, ja. Das ist so ein Hammer. Fängt da gut an. Okay, aber die Taschenlampe scheint sich... Schade, ich fand das alte Design irgendwie besser. Die Taschenlampe oben abgebildet. Leben füllt sich auch nicht mehr auf, also ein bisschen schwerer wie der letzte, würde ich meinen. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Und auch hier gibt es wieder Manuskriptseiten. Sehr, sehr cool. Die feiere ich. F5, Schriftsteller Alan Wake. Und hier sieht man jetzt sogar, wie die ganzen Seiten heißen. Jagd auf Mr. Scratch. 21 Seiten. Das verrät uns eventuell so ein bisschen, wie lang dieser DLC gehen wird. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Okay. Ihr könnt ja, wenn ihr das noch lesen wollt, dann einfach Pause machen. Wie gesagt, gibt keine deutsche Synchro, deswegen müssen wir uns hier mit den englischen Synchro, also mit der Originalen natürlich, auseinandersetzen. Ist ein bisschen schade, weil ich natürlich einer bin, der sich an Stimmen gewöhnt. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Das Motel erforschen. Ich gehe auch davon aus, dass dieser komplette DLC hier in Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Oh, das sind aber viele. Ich glaube, wir sollen flüchten, oder? Bin jetzt nicht sicher, ob wir da jetzt hier mal eben alle
Manchmal ist es die schlauste Taktik wegzulaufen. Ah, die hell beleuchteten Bereiche sind Rückzugspunkte zum Schutz vor Feinden. Alles klar, dann habe ich mich hoch. Toll, hier steht Escape zurück. Wenn ich aber Escape drücke, passiert das hier. Super. Okay. Dann rennen wir. Ja. I can't stay here now. Oh, ich glaube, seine Ausdauer hat sich endlich mal ein bisschen verbessert. Auch wenn er jetzt wieder langsam wird, aber... So ein bisschen ablenken hier. Und heilen wir uns im Licht. Ja, der aus einem hellen Licht bestehende Rückzugspunkt heilt sie. Ja. Okay, sind wohl weg. Oh. Und das Licht ist ausgefallen. Super. Ein Koffer. Schalten Sie die Waffenkiste durch die Suche nach versteckten Manuskriptseiten frei und bereiten Sie Ihren Feinden mit besseren Waffen ein Ende. Aha. Das sind also die neue Art, wie man uns quasi... Maschinenpistole freischalten. Wie man uns quasi Sachen hinterlegt. Okay, interessant. Scheint mir wohl ein bisschen mehr Open World zu sein. Also in Anführungszeichen Open World, ne? Cool. Also man kann hier auch mal ein bisschen rumlaufen. Nicht ein Weg und fertig. Ja. Oh, und er nimmt alles auf einmal. Das ist auch nicht schlecht. Wir gehen gleich zu diesem Herrn oder Frau oder was auch immer es war. Ich bin gespannt, die Radiosendung. Bier ist auch gleich geblieben, wie man sieht. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know, just talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wiggins. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me just come out and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Interessant, dass er absolut gar nicht über uns sprechen will, aber vielleicht will er uns ja auch einfach nur schützen. Kann natürlich auch sein. Und wir gehen jetzt mal zu dieser Person da rein. Mal gucken, was uns das bringen mag. Aha, hallo. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Okay, wir können jetzt hier sogar sagen, wir kennen uns noch nicht, aber wir gehen jetzt erstmal hier auf F5.
Neue Realität der Satellit. Okay. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Okay. Dann 3 Objekte finden, um die Geschichte zu verändern. Aha, wir können also die Geschichte jetzt mit Hilfe der Manuskripte verändern, okay. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Okay. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Okay, wir kommen jetzt wohl in einen kleinen Smalltalk. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Okay, ich habe jetzt schon gedacht, wir kriegen jetzt irgendwelche mysteriösen Rüstungssachen in Form von Kristallen. Was auf jeden Fall cool ist, wir sehen hier deutlich mehr. Oh, auf der Karte oben, oder nennen wir es mal Karte. Wechsel 9 mm dazu, Druckluftnagel. Ich glaube nicht, dass dieses Druckluftnagelgerät besser ist wie unsere Pistole. Es ist schade, dass wir nicht beides mitnehmen können. Aber wir sehen auch auf der Karte 3 Sterne, denn wir sollen 3 Objekte finden. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Genau. Oh, sieh an. Das füllt sich wieder nach. Das ist natürlich cool. Komischerweise nimmt das immer wohl auf. Wir haben nämlich immer noch 10 Schuss, also 10 Batterien oben und 40 Schuss insgesamt. Hier ist ein Fragezeichen. Ah, das scheint mir in dem Haus zu sein, das Fragezeichen. Kommen wir da rein? Oh, sieh an. Das wäre eine Manuskriptseite. Aber da kommen wir wohl erst später rein. Außer wir können hier irgendwie...
Mich würde es nicht wundern, wenn wir da einfach mittendrin angegriffen werden. Okay. Dann... Okay, das wäre jetzt eine Ironie, wenn Night Springs in Night Springs kommt. Mal gucken, was passiert. Oh, hell. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. So quiet. Okay, da haben wir wohl einen richtigen Psychopathen an der Backe. Und das ist unser Doppelgänger, also quasi das Gegenstück von uns. Und wie ihr das gewohnt seid, würde ich jetzt hier einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann einfach gleich wieder.